Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Pure Morning Session. Mein Name ist Swantje und ich freue mich riesig, dass du dich entschlossen hast, heute mit mir auf deine Matte zu kommen und deine Zeit auf der Matte mit mir zu verbringen. Und wir laden heute das Element des Feuers ein in unserer Praxis. Dieses Element, das die Fähigkeit hat, etwas zu verwandeln, etwas zu transformieren, das die Fähigkeit hat, etwas zu erwärmen, zu aktivieren. Und ich habe für mich gemerkt, in den Momenten, wo mir so ein bisschen der Antrieb fehlt, der Schwung, da tut es mir häufig gut, in diese Energie des Feuers ein bisschen mich rein zu begeben und so auch mein inneres Feuer, mein Agni, die Qualitäten meines Solarplexus im Yoga, dort wo meine Willensstärke, mein Selbstbewusstsein, dieses ins Tun, ins Agieren kommen, ins Umsetzen sitzt, um das zu unterstützen. Und das ist heute meine Einladung an dich. Wir werden mit einem Mudra, einer Energiegeste, einem Energiesiegel, einer Handgeste praktizieren. Und dazu klappst du deinen Ringfinger zur Handinnenfläche ein und bringst deinen Daumen auf das mittlere Fingerglied des Ringfingers. Also nicht auf die Spitze, sondern wirklich hier auf das mittlere Fingerglied. Ich hoffe, man kann das sehen. Wenn sich das zu verbrezelt in deinen Händen anfühlt, dann kannst du natürlich die Hände auch in jeder anderen Haltung in deinem Schoß behalten. Und dann finde hier deinen aufrechten Sitz, ruckel dich noch einmal zurecht. Zieh gern noch einmal das Sitzfleisch ein bisschen nach hinten zurück, sodass deine Sitzbeinhöcker sich gut in die Unterlage schieben können. Nimm mit dem Einatmen deine Schultern weit zu deinen Ohren hoch. Lass sie mit dem Ausatmen nach hinten unten deinen Rücken herabgleiten. Finde einen angenehmen Platz für deine Hände auf deinen Oberschenkeln. Und dann bring, wenn du magst, deinen Ringfinger zur Handinnenfläche von beiden Händen und bring deinen Daumen auf das mittlere Ringfingerglied. Unser Agni Mudra. Agni ist das Feuer, das Verdauungsfeuer, aber auch generell das Feuerelement im Yoga aus Sanskrit. Und auch mit diesem Energiesiegel in unseren Händen laden wir die Qualitäten dieses Elementes mehr in unsere Praxis ein. Und wenn es sich für dich richtig und stimmig anfühlt, dann schließ hier gerne deine Augen oder lass deinen Blick weich vor dir auf die Erde fallen. Und um anzukommen, um zu landen, lass uns 3 tiefe Atemzüge gemeinsam nehmen. Atme tief ein in deinen Bauch, in deinen Brustkorb, füll dich mit neuer Luft. Halte kurz. Atme lösend aus über deinen geöffneten Mund. Gern mit einem Seufzer, einem Geräusch. Tief ein durch deine Nase. Lösend aus. Noch einmal tief ein. Atme noch mehr Luft ein. Und noch ein wenig mehr. Und dann halte hier deinen Atem am höchsten Punkt des Einatems. Lass deinen Bauch weich werden. Dich nur ein wenig schwerer in deinen Sitz sinken. Schultern entspannt. Kiefer und Stirn weich. Für noch 3, 2, 1. Atme lösend aus. Lass deinen Atem seinen natürlichen Rhythmus finden. Sanft ein- und aus durch deine Nase. Während du mit jedem Ausatmen hier noch ein wenig mehr bei dir in deiner Praxis landest, in deinem Körper, in deinem Nervensystem. Lass dich mit jedem Ausatmen noch ein wenig schwerer werden, ein wenig schwerer in die Unterlage sinken. Erlaub deiner Bauchdecke weich zu werden, lass Raum zwischen deinen Lippen entstehen, deine Zunge sich im unteren Gaumen ausbreiten. Und auch der Punkt hinter deiner Stirn zwischen deinen Augenbrauen ist weich. Und dann komm mit deiner Aufmerksamkeit hier einmal zu deiner Körpermitte, zu diesem Bereich knapp oberhalb deines Bauchnabels, Solarplexus, dort wo unser Manipura Chakra sitzt, unser Juwel, unser Sonnenjuwel, unsere
unsere eigene Kraft, unser eigenes Feuer. Und nimm einmal wahr, wie fühlt sich diese Region deines Körpers gerade an? Was kannst du dort spüren? Und beobachte auch einmal, wie ist deine Beziehung zu deiner Körpermitte? Welche Gedanken, welche Assoziationen, welche Emotionen tauchen hier vielleicht auf, wenn du den Fokus auf diese Region lenkst? Und spür für dich einmal hinein, wie fühlst du dich aktuell in deiner Energie, in deiner Kraft? Und alles darf sein, alles ist okay. Es geht einzig und allein darum wahrzunehmen, was jetzt gerade ist. Ohne daran etwas verändern zu wollen. Spür, wie dein Atem, dein Bauch sanft hin und her bewegt, vor und zurück. Und dann bring von hier eine Hand auf deinen Herzraum, deinen Brustkorb, einen auf deinen Bauch, auf Höhe des Bauchnabels. Und dann aktivieren wir langsam unseren Atem mit etwa 5 Runden Maha-Yoga Pranayam, dem großen yogischen Atem. Du kannst meiner Stimme folgen. Ich verlinke auch nachher noch einmal hier das Video, wo wir noch tiefer einsteigen in Maha-Yoga Pranayam, den großen yogischen Atem. Atme hier noch einmal ruhig und gleichmäßig durch deine Nase ein. Ruhig und gleichmäßig aus. Und dann atme ein in deinen Bauch. 2, 3. Atme weiter ein in die seitlichen Rippen. 3. Atme ein bis in die Spitzen deiner Lungen, Schlüsselbeine. 2. Halte kurz. Atme aus, Schlüsselbeine, Rippen, Bauch. Ein in deinen Bauch. 2, 3. Seitliche Rippen. 2, 3. Schlüsselbeine. 2. Halte kurz. Aus, Schlüsselbeine, Rippen, Bauch. Ein Bauch, Rippen, Schlüsselbeine, kurzes Halten. Aus, Schlüsselbeine, Rippen, Bauch. Mach das in deinem Atemrhythmus weiter, nacheinander diese 3 Bereiche deiner Lunge füllend und leerend. Noch für 5 Mal hier. Jedes Mal nach dem Einatmen kurz haltend am höchsten Punkt und dann in entgegengesetzter Reihenfolge Schlüsselbeine, Rippen, Bauch wieder ausatmen. Und wenn du dafür ein Gespür bekommen hast, kannst du die Hände auch wieder in den Schoß sinken lassen, wenn das angenehmer ist. Letzter Einatmen so. Und ausatmend. Lass deinen Atem kurz zu seinem natürlichen Rhythmus zurückfinden. Spür hier kurz nach. Nimm wahr, wie dieser Atem, der unsere gesamte Lungenkapazität nutzt und der dich auf die Praxis vorbereitet, wie das sich gerade angefühlt hat und was du jetzt noch spürst.
Mit dem nächsten Ausatmen lass deine Finger nach rechts und links Richtung Erde sinken. Einatmen, heb den Arm in einem großen Kreis über deinen Kopf. Handflächen, Fingerspitzen berühren sich. Ausatmend, Hände vor dein Herz. Einatmend, Arme kommen über die Seiten, weit nach oben. Du ziehst dich in die Länge, vielleicht schaust du auch zu deinen Fingerspitzen. Und ausatmend, Hände sinken vor dein Brustbein, Anjali Mudra. Einatmend, heb die Arme über die Seiten. Und ausatmend, lass die Daumen, deine Körpervorderseite herabsinken. Einatmend, schieb dein Brustbein gegen deine Daumen. Nimm Kontakt zu dir auf. Und spür ja mal rein für deine Intention, für deine heutige Praxis. Gibt es da irgendwo in deinem Leben, in deinem Alltag Bereiche, wo du dir mehr in deine Kraft kommst, mehr energievoll durchgehend, mehr Stärke, vielleicht auch mehr Selbstbewusstsein wünscht? Und dann nimm dir das als Fokus für deine heutige Praxis. Diese Einladung an dich selbst, dein eigenes inneres Feuer zu entfachen und die Qualitäten davon auch mit in deinen Alltag zu nehmen. Wenn du eine andere Intention hast, einen anderen Fokus, dann ist auch dieser herzlich willkommen. Atme tief ein in deinen Herzraum, füll diese Intention, diesen Fokus noch einmal mit Leben, mit Prana. Und atme lösend aus. Du kannst die Augen aufblinzeln, du kannst sie geschlossen lassen. Mit dem Einatmen heb deine Arme weit über die Seiten, über deinen Kopf. Und ausatmen, dreh dich nach rechts. Lass die linke Hand an die Außenseite vom rechten Knie kommen. Einatmen, komm wieder zur Mitte, dreh dich auf. Und ausatmen, twist nach links. Einatmen, komm zur Mitte. Ausatmen, dreh dich nach rechts. Einatmen, nimm die Arme wieder nach oben, Handflächen zueinander. Ausatmen, dreh dich nach links. Einatmen, dreh dich zur Mitte. Und ausatmen, twiste nach rechts. Bleib hier in dieser Drehung. Hintere Hand stellt hinter deinem Steißbein auf. Dein Blick kann über dein Brustbein nach vorne gehen oder du schaust über deine hintere Schulter. Mit jedem Einatmen schaff hier noch immer mehr Länge. Und ausatmen, Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule ran. Noch 2 Atemzüge so. Nächster Einatmen, dreh dich wieder zur Mitte auf, nimm die Arme mit, streck dich. Ausatmen, Drehung nach links. Stell die linke Hand hinter dir auf, rechte Hand an deinem linken Knie. Atme ein hier. Zieh dich in die Länge in der Wirbelsäule. Ausatmen, lass beide Schultern auf gleiche Höhe sinken und bleibe in der Drehung. Vielleicht schaust du über die hintere Schulter, vielleicht ist dein Kinn über deinen Brustkorb ausgerichtet. Noch 3 Atemzüge hier. Jeder Einatmen schafft Länge, jeder Ausatmen, du bleibst in der Drehung. Atme aus und einatmen, dreh dich wieder zur Mitte auf. Ausatmen, bring die Hände einmal vor dir in einen Vierfüßlerstand. Leg gerne etwas Weiches unter deine Knie, sodass du da ein bisschen Polsterung hast. Bring deine Hände unter deine Schultern, deine Knie unter deine Hüften. Und mit dem Einatmen lässt du Bauch und Brustkorb sinken, schaffst weiter in der Vorderseite und ausatmend rundest hier in die Katze, saugst deinen Nabel sanft ein, schaust zum Nabel. Einatmen, diesmal lässt du den Bauch sinken und ausatmend über eine Seite drehst du zur Seite, rundest und beginnst mit deinem Bauch hier Kreise zu drehen. Einatmen, Bauch sinkt wieder, Herz kommt zwischen deinen Armen durch und ausatmen, du kreist hier mit deiner Wirbelsäule Richtung Decke. Mach das auf deine Art und Weise, in deiner Intensität. Und du kannst dabei die Schultern mitnehmen, den Nacken, den Kopf.
Vielleicht sind es nur ganz kleine Kreise, vielleicht sind es noch größer oder du beugst hier nur die Ellenbogen als bei mir. Komm hier gerne in deinen Meeresrauschenatem. Ich verlinke auch nochmal das Video dazu, falls du da nochmal mehr reinschauen möchtest, dass du das im Nachhinein tun kannst. Wenn das nächste Mal dein Bauch Richtung Erde sinkt, dann dreh hier in die andere Richtung. Und bleib mit deinem Fokus hier bei deinem Nabel, bei deiner Körpermitte. Mit jedem Ausatmen zieh sanft deinen Nabel zur Wirbelsäule ran. Aktiviere Uddiyana Bandha, unseren Bauchverschluss, den aufwärts fliegenden Verschluss. Einer unserer Energieverschlüsse im Yoga. Noch 2 Runden so. Und dann komm hier in eine neutrale Wirbelsäule. Stülp einmal deine Zehen unter. Bring die Hände ein bisschen breiter auseinander. Schieb dich mit deinem Po auf deine Fersen. Press so doll in deine Hände, dass deine Knie sich beginnen zu heben. Und schieb dein Steißbein Richtung Decke in unseren ersten herabschauenden Hund. Lass die Knie satt gebeugt, sodass dein Rücken lang bleiben kann. Press gut in alle Hände ist gut, in alle 5 Finger jeder Hand, in den Handteller und in die Fingergrundgelenke. Und dann beginn hier einmal abwechselnd linkes und rechtes Knie zu beugen, deinen Hund hier auszulaufen. Und kannst du hier ganz sanft schon einmal Mula Bandha, deinen Wurzelverschluss im Beckenboden aktivieren. Das ist so ein leichtes Zusammenziehen des Beckenbodens und Einsaugen im Bereich zwischen Anus und Geschlecht. Dann kannst du gleichzeitig auch deinen Bauchnabel hier wieder Richtung Wirbelsäule ziehen und Uddiyana Bandha, den aufwärts fliegenden Verschluss im Bauch aktivieren. Atme dabei weiter und komm hier für einen Moment einmal in die Stille. Halte Mula Bandha, den Wurzelverschluss und Uddiyana Bandha sanft aktiviert. Atme weiter. Gerne in Ujjayi, Meeresrauschen. Noch ein Atemzug so ein und aus. Und mit dem nächsten Einatmen hebst du dich auf deine Zehenspitzen und ausatmend drehst Zehenspitzen nach rechts, Fersen nach links, beugst die Knie, lässt den Brustkorb Richtung Erde ausgerichtet und kommst hier in eine seitliche Dehnung. Einatmend hebst dich wieder auf die Zehenspitzen, drehst sie nach vorne, ausatmend Zehenspitzen drehen nach links, Fersen nach rechts und du beugst die Knie. Mach das in deinem Atemrhythmus. Einatmen, du hebst dich auf die Zehenspitzen. Ausatmen, drehst sie zur Seite, beugst die Knie. Einatmen, hebst Zehenspitzen. Ausatmen, Zehenspitzen drehen nach links, Knie nach links. Noch einmal jede Seite. Einatmen, kommst hier wieder auf deine Zehenspitzen. Ausatmen, lässt noch einmal die Fersen sinken. Diesmal mit dem Einatmen kommst du auf die Zehenspitzen, rollst dich mit ganz viel Kraft nach vorne, sodass deine Schultern über deinen Händen sind. Vielleicht musst du mit deinen Füßen ein bisschen zurückruckeln. Und dann bleiben wir hier für ein paar Atemzüge in der Planke. Press dich aus deinen Händen raus, so als würdest du den Bereich zwischen deinen Schulterblättern an die Decke schieben wollen. Schieb die Fersen nach hinten weg. Guck, dass deine Scheitelkrone bis zu den Fersen eine Linie bilden und saug auch hier deinen Nabel ein. Setz auch hier wieder deinen Bauchverschluss, Uddiyana Bandha und Mula Bandha. Wenn du möchtest, kannst du die Knie absetzen, aber schau, dass du die Linie beibehältst. Und atme hier. Wir aktivieren hier unser Feuer, unsere Körpermitte und es darf zittern, es darf anstrengend sein. Noch für ein paar Atemzüge hier. Lass deinen Atem dich da durchtragen. Atme noch einmal ein und ausatmen. Schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. Gerne seufzen aus durch den Mund. Und einatmen, bring deine Knie mattenweit, die großen Zehen berühren sich.
Ausatmen, schieb dich mit deinem Po auf, deine Fersen zurück. Komm hier für einen Moment in die Haltung des Kindes. Atme ein, heb den Blick leicht und wander beide Hände nach links rüber, sodass dein Bauch, dein Oberkörper über deinem linken Oberschenkel ist. Schau, dass deine Gesäßhälften beide noch auf deinen Fersen sind und dann lass dich ausatmen, schwerer Richtung Erde sinken. Wenn du mehr möchtest, krabbel mit der rechten Hand noch weiter nach vorne auf den Fingerspitzen oder bring die rechte Hand auf den linken Handrücken. Atme hier tief in die Flanke, in die rechten Rippen hinein. Atme aus. Mit dem Einatmen krabbel mit beiden Händen wieder zur Mitte. Ausatmen, leg hier einmal ins Kind ab mit der Stirn Richtung Matte oder auf einen Block. Einatmen, heb den Blick dann wieder leicht und krabbel mit beiden Händen nach rechts rüber, sodass dein Oberkörper über deinen rechten Oberschenkel kommt. Und dann leg auch hier wieder Richtung Erde ab. Schau, dass deine linke Gesäßhälfte auf deiner linken Ferse bleibt. Bei mir ist die Wand ein bisschen im Weg, deswegen sehen meine Hände hier ein bisschen lustig aus gerade. Aber du kannst auch hier wieder auf die linken Fingerspitzen kommen und die noch ein bisschen weiter von dir wegkrabbeln, um mehr Dehnung in deiner linken Flanke zu spüren. Atme aus. Einatmen, wander wieder mit beiden Händen zur Mitte, leg dich für einen Moment in die Haltung des Kindes ab. Spür nach. Nimm deine Körpermitte wahr, dein Bauch, der sich weich zwischen deinen Oberschenkeln Richtung Erde ausdehnt. Lass noch einen lösenden Ausatmen durch deinen Mund hier kommen. Ja. Und dann wander mit deinen Händen langsam Richtung Knie. Komm hier in einen Fersensitz deiner Wahl. Vielleicht setzt du dich auch auf einen Block. Und wir nutzen von hier eine Pranayama-Technik, eine Technik zur Ausdehnung und Kontrolle unseres Pranas, unserer Atemkraft. Und das ist, wie sollte es heute anders sein, beim Thema Agni und Feuer, das ist unser Feueratem, Agni Pranayam. Und Agni Pranayam ist für mich immer am leichtesten mir vorzustellen. Das klingt so ein bisschen, als würdest du einen Fahrradreifen aufpumpen mit einer Luftpumpe. Und das ist es dann eigentlich auch schon. Du hast einen aktiven Ein- und Ausatmen und deine Bauchdecke pumpt die ganze Zeit. Du kannst auch einmal deine Hand auf deinen Bauch nehmen und einmal durch die Nase schnell ein- und ausatmen. Und du siehst es auch bei mir, mein Bauch schiebt sich mit jedem Ein- und Ausatmen vor und zurück und der Atem durch die Nase ist aktiv und kräftig. Und das kannst du langsamer machen, mittelschnell oder, wenn es in deiner Praxis ist, ganz schnell. Du findest da deinen Rhythmus und das Einzige, solltest du schwanger sein, dann praktiziere den Atem bitte heute so, dass du einfach langsam und ruhig durch deine Nase ein- und ausatmest, ohne das Atem halten, was wir nämlich beim Feueratem immer am Ende machen. Wir machen heute 3 Runden, die ersten beiden 30 Sekunden Feueratem, die letzte Runde 45 Sekunden, deswegen habe ich auch meinen Timer hier bei mir. Und am Ende dieser 30 Sekunden bzw. 45 Sekunden atmen wir tief ein, setzen dann wieder unseren Wurzelverschluss, Mula Bandha im Beckenboden, den Bauchverschluss, du saugst deinen Nabel sanft ein und ziehst auch noch dein Kinn in so ein Doppelkinn, Jalandhara Bandha, Entschuldigung, der Kehlverschluss.
Und dann schiebst du deinen Blick nach oben zum Punkt zwischen deinen Augenbrauen, hinter geschlossenen Augen, stellst dir vor, die Energie steigt auf, die du aufgebaut hast durch diesen Feueratem. Und ich gebe uns die Möglichkeit, bis zu 30 Sekunden zu halten. Anschließend so ein ganz kurzes Einatmen und ruhig und gleichmäßig durch die Nase aus, bevor wir in die nächste Runde starten. Also 3 Runden Feueratem, 30 bzw. 45 Sekunden und dann die Möglichkeit, bis zu 30 Sekunden den Einatmen zu halten. Wenn du merkst, du möchtest vorher ausatmen, bevor die Zeit vorbei ist, kannst du das natürlich jederzeit gerne tun. Du kannst eine Hand auf deinen Bauch bringen, wenn dich das unterstützt. Und dabei die Augen geschlossen halten oder den Blick weich auf die Erde. Atme nochmal ruhig und gleichmäßig durch die Nase ein. Ruhig und gleichmäßig aus. Und dann beginnen 30 Sekunden Feueratem. Ein und aus durch deine Nase, dein Bauch pumpt. Schultern bleiben entspannt, deine Stirn ist entspannt, Kiefer gelöst. Atme tief ein. Halte den Einatmen, setze Wurzelverschluss, Bauchverschluss und Kehlverschluss. Halte. Schau zum Punkt zwischen deinen Augenbrauen nach oben. Stell dir vor, die Energie, die du aufbaust, steigt von der Basis deiner Wirbelsäule auf zu deiner Scheitelkrone. Wenn du möchtest, noch 5 Sekunden halten hier. Atme kurz ein und ruhig und gleichmäßig durch deine Nase aus. Atme ruhig und gleichmäßig ein durch deine Nase. Aus durch deine Nase. Und beginn die nächsten 30 Sekunden Feueratem. Kraftvoll ein und aus durch deine Nase. Dein Bauch pumpt. Und du findest deinen Rhythmus, deine Intensität. Atme tief ein. Aktiviere Mula Bandha, Uddiyana Bandha und Jalandhara Bandha, die 3 Verschlüsse. Schieb die Energie nach oben sanft. Schau zum Punkt zwischen deinen Augenbrauen. Halte hier, wenn du möchtest, noch etwa 10 Sekunden. Ansonsten jederzeit die Möglichkeit zu atmen. Atme kurz ein und ruhig und gleichmäßig durch deine Nase aus. Atme ruhig und gleichmäßig durch deine Nase ein. Ruhig und gleichmäßig aus. Und wir starten in die 3. und letzte Runde Feueratem. 45 Sekunden. Beginne jetzt. Lass deinen Kiefer weich, die Stirn entspannt, Schultern weich. Bleib dabei. Atme tief ein. Zieh den Beckenboden zusammen, Bauchnabel zur Wirbelsäule ran, Kinn zum Brustkorb. Schau nach oben zum Punkt zwischen deinen Augenbrauen. Alle 3 Verschlüsse gesetzt. Die Energie darf nach oben aufsteigen. Wenn du magst, hier noch für 15 Sekunden im Atem halten. Kumbhaka. Halte. Und dann atme kurz ein. Ruhig und gleichmäßig durch deine Nase aus. Lass deinen Atem seinen natürlichen Rhythmus wiederfinden und spüre nach. Nimm wahr, was kannst du jetzt wahrnehmen?
Wie ist dieser Effekt dieses Atems, dieses Pranayams auf dich gewesen? Wo kannst du den Nachhalt spüren? Vielleicht spürst du die Aktivierung deiner Körpermitte, der Muskulatur dort. Vielleicht spürst du irgendwo mehr Wärme in deinem Körper, eine Beschleunigung deines Pulses, vielleicht ein Kribbeln, ein Prickeln in Fingerspitzen oder anderen Körperregionen. Nimm wahr. Und vielleicht bemerkst du auch energetisch eine Veränderung. Vielleicht ist da ein Gefühl von mehr Kraft, mehr Energie, wie so ein kleiner Espresso-Shot am Morgen, so ein leichtes Wachpushen. Sehr gut. Atme hier tief ein und lösend aus. Und dann komm von hier noch einmal in den Vierfüßlerstand. Stülp die Zehen unter, ausatmen, schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. Spür auch hier noch einmal deine Körpermitte, deine Aktivierung. Atme aus. Mit dem Einatmen roll dich noch einmal nach vorne in eine Planke, kraftvoll und stark. Lass deinen Nabel zur Wirbelsäule rangezogen. Schieb die Fersen noch mal weiter von dir weg. Drück dich mit deinen Händen aus der Matte raus. Und wir bleiben hier noch für 10 Atemzüge. Kraftvoll und stark. Ruhiger und gleichmäßiger Atem. Diese Energie, die wir aufgebaut haben mit unserem Feueratem, hier auch in unserem Körper noch einmal spürend. Tief ein und aus. Für noch 5, 4, 3, 2 und 1. Atme ein. Ausatmen, setz die Knie auf der Matte ab, beug die Ellbogen nah an deinen Oberkörper, bring dich in Bauchlage. Bring einmal die Ellenbogen unter deine Schultern, streck die Beine nach hinten aus, der Fußrücken in die Matte und für einen Moment bleib hier in der Sphinx. Spür die Dehnung der Körpervorderseite. Zieh nochmal die Schultern von den Ohren weg, Beine aktiv, Po entspannt. Und wenn du mehr möchtest und sich das gut für dich anfühlt, du kannst ja auch in die hohe Kobra kommen für noch weitere Dehnung deiner Körpervorderseite. Aber bleib sonst gerne in der Sphinx. Noch für 5 Atemzüge. Lass den Atem tief in deinen Bauch, in deinen Solarplexus hineingehen. Und dann atme hier ein. Ausatmend, löst die Ellenbogen, leg dich auf der Erde ab, breite einmal die Arme aus, bring eine Wange, eine Schläfe zur Erde. Lass dich hier für 10 Atemzüge einfach sinken, gib jegliche Anspannung an die Erde ab. Lass dich tragen, lass dich halten und spür nach.
Atme tief ein. Lösend aus. Heb deinen Kopf leicht und dann dreh dich von hier auf deine Art und Weise auf deinen Rücken. Roll dich einmal rum. Streck dich auch hier noch einmal lang aus. Streck die Füße von dir weg. Lass dich für einen Moment hier noch einmal in Rückenlage in Shavasana für etwa 5 Atemzüge liegen. Gib alle Anspannung an die Erde unter dir ab. Sehr gut. Und dann streck dich, streck die Arme über deinen Kopf aus, zieh dich in die Länge, schieb ein bisschen abwechselnd eine Hand von dir weg und dann die andere. Spür die Dehnung in der Körpervorderseite, in den Flanken, räkel dich. Gut. Und dann mit dem Ausatmen zieh deine Knie zum Brustkorb ran, mach ein kleines Päckchen. Massier gerne noch so ein bisschen deinen unteren Rücken auf der Erde aus, roll von links nach rechts. Und dann bring deine Hände auf deine Schienbeine oder in deine Kniekehlen. Und dann beginn hier auf der Länge deiner Wirbelsäule vor uns zurückzurollen. Ein paar Mal so. Die ganze Energie, die wir aufgebaut haben, jetzt noch einmal verteilen in unserem gesamten System. Und wenn du genug Schwung hast, dann komm mit dem nächsten Rollen von hier in einen aufrechten Sitz. Leg dir gerne wieder etwas unter den Po, sodass du ein bisschen erhöht sitzen kannst. Ruckel dich zurecht. Bring nochmal deine Hände in das Agni Mudra. Klapp dazu den Ringfinger zur Handinnenfläche ein, den Daumen auf das mittlere Fingerglied vom Ringfinger. Lass deine Schultern nochmal deinen Rücken herabgleiten. Richte dich auf. Und wenn du magst, schließ dir gerne deine Augen oder lass deinen Blick weich werden. Atme tief ein. Lösend aus. Und für die nächsten etwa 2 Minuten in Stille lass deinen Atem seinen ganz natürlichen Rhythmus finden. Erlaub deinem Bauch, sich weich nach vorne auszuwölben, Beckenboden sich zu entspannen. Lass Raum zwischen deinen Zahnreihen und Lippen entstehen. Und auch der Punkt hinter deiner Stirn zwischen deinen Augenbrauen darf noch einmal schmelzen. Und dann bleibe mit deinem Fokus hier bei deiner Körpermitte, bei deinem Atem. Mit diesem einfachsten Mantra, das wir haben. Mit dem Einatmen sagt dir 1, mit dem Ausatmen 2. Einatmen 1, ausatmen 2. 1, 2. Mach das für dich in Stille die nächsten 2 Minuten so, bis dich ein Klang aus dieser kurzen Abschlussmeditation wieder zurückholt.
Und dann atme wieder tief ein und aus. Bring nochmal eine Hand auf deinen Solarplexus, knapp oberhalb des Bauchnabels, die andere Hand darauf. Spür für einen Moment hier noch nach, wie sich dieser Bereich deines Körpers jetzt am Ende der Praxis anfühlt. Nimm wahr, ob sich da etwas verändert hat zum Beginn. Vielleicht spürst du auch eine Veränderung in deiner Energie, in deiner Kraft, in deinem Geist oder deinen Emotionen. Nimm wahr. Und dann bring die obere Hand von deinem Bauch hin einmal auf deinen Herzraum. Verbinde diese Kraft, diese Energie, diese Aktivität, die du generiert und aufgebaut hast, mit den Qualitäten deines Herzens. Und ich wünsche uns allen, dass wir in unserem Alltag sowie auf der Matte es schaffen, diese Stärke und dieses Selbstbewusstsein und diese Kraft, die uns die Praxis mit unserer Körpermitte geben kann, mit diesen liebevollen und sanften und verbindenden und mitfühlenden Qualitäten unseres Herzens zu verbinden. Um so im besten Fall mit unseren Handlungen und unseren Worten und unseren Taten etwas Positives für alle zu bewirken. Bring beide Hände hier noch einmal in einer Geste der Dankbarkeit auf dein Herz oder vor dein Herz. Und dann lass uns diese Praxis mit einem tiefen Einatmen und einem lösenden Ausseufzer beenden. Atme dafür tief ein. Ganz lösend aus. Und dann blinzel deine Augen wieder auf, wenn du so weit bist. Orientiere dich bei dir im Raum. Schau dich um. Vielleicht schaust du aus dem Fenster. Und ich danke dir von Herzen, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir deine Yoga-Praxis zu verbringen, mit mir zu üben. Und ja, wenn du Wünsche hast für die nächste Pure Morning Session, dann lass die hier unter dem Video da. Ich freue mich riesig da über deine Inspiration. Und um mich zu unterstützen und mir das weiter zu ermöglichen, dir diese kostenlosen Pure Morning Session anzubieten, hinterlass gerne ein Like und abonniere meinen Kanal. Und ich freue mich, von dir zu hören. Ich freue mich, wenn wir uns irgendwo auch mal live begegnen. Schau dazu gerne auch in die Beschreibung unten drunter, wo du mich live treffen kannst. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wunderbaren Tag oder einen erholsamen, schönen Abend, wenn es schon Abend sein sollte. Und ja, bis ganz bald. Danke dir. Namaste.